In diesem Airbrush-Tutorial zeige ich euch, wie ihr einen Tierschädel spielt. Hallo, mein Name ist Anja von Airbrush Genial. Genial einfach. Los geht's! Und schon sind wir auch mittendrin. Ich benutze erstmal für den Hintergrund einen sehr groben Pinsel, einen Borstenpinsel, um genau zu sein, um den Hintergrund zu gestalten mit einer Holzoptik. Die Feinheiten sprühe ich gleich, also die Rillen, die im Holz drin sind, die sprühe ich dann gleich mit der Airbrush-Pistole. Yes! Gegebenenfalls werde ich noch ein bisschen radieren, aber das gar nicht so viel. Und gehe jetzt häufiger mit dem Borstenpinsel erstmal über die Struktur drüber. Ich nutze hierfür einen DIN A3-Karton, wieder das Artboard, weil das sehr robust ist. Und vor allen Dingen, ich kann hier auch ziemlich nass bzw. feucht arbeiten. Ja, dass das auch nicht sofort aufquellt, der Untergrund. Bei der Farbe handelt es sich um ein Sepia-Brasil-Braun-Gemisch. Das Sepia ist von Rohr und Klinger und das Brasil-Braun, das ist von Schminke, was ich verwendet habe. Und das Gemisch ist 1:1, also jeweils ein Tropfen Sepia, ein Tropfen Brasil-Braun und 6 Tropfen Wasser habe ich verwendet. Den Tierschädel habe ich, wie ihr gesehen habt, vorher mit Maskierfilm abgeklebt. Und jetzt habe ich den Maskierfilm entfernt und arbeite mit der Airbrush-Pistole den Tierschädel aus. In der Airbrush-Pistole verwende ich ein warmes Grau. Das habe ich selbst gemischt. 3 Rot-Orange habe ich davon dafür genommen von Schminke und ein Ultramarin von Schminke. Jeweils in Tropfen und dazu 6 bis 8 Tropfen Wasser. Hier bemühe ich mich auch sehr, dass ich nicht zu dunkel werde, es sei denn, es sind wirklich sehr krasse Dunkelheiten, wie die Augenhöhlen. Da werde ich natürlich sehr, sehr dunkel, oder hier unterhalb der Nase, da werde ich auch sehr, sehr dunkel, und die einzelnen Löcher natürlich. Aber alles andere versuche ich möglichst nicht zu dunkel anzulegen, ja, damit es auch eine schöne Struktur gibt und vor allen Dingen der Schädel auch noch weißlich aussieht. Um den Tierschädel jetzt erstmal grob anzulegen, nutze ich meine 0,3er Düse und anschließend für die Feinheiten nutze ich dann meine Micron mit 0,2er bzw. 0,23er Düse. Bei diesem Projekt gehe ich sehr, sehr dicht an den Maluntergrund. Dafür muss auch meine Pistole oder meine Pistolen sehr gut eingestellt sein. Ansonsten gibt es hier diese blöden Spinnenbeinchen. Zwischendurch ist mir das ein-, zweimal auch passiert. Also wenn ihr das nachmachen wollt und ihr wollt dicht am Maluntergrund arbeiten, dann achtet darauf, dass die Pistole auf jeden Fall sauber ist, damit das auch gut klappt und die Farbe gut eingestellt ist, also die wirklich zu Genüge fließfähig ist und vor allen Dingen auch der Kompressordruck jetzt nicht zu hoch eingestellt ist. Ich nutze hier mal einen Kompressordruck zwischen 1,5 und 2 bar. Wenn eine Stelle sehr dunkel sein soll, gehe ich mit der Airbrush-Pistole einfach über diese Stelle häufiger mit der Farbe drüber, damit ich jetzt auch nicht zu nass auf den Karton arbeite, also wie beim Hintergrund. Der hat sich doch schon ein bisschen gewellt und das wollte ich jetzt nicht provozieren, dass der Karton doch noch irgendwie kaputt geht oder ähnlich. Da ich später noch viel radieren werde, habe ich mich auch bewusst für den Karton entschieden, damit ich auch eben radieren kann und nicht gleich wie beim Skizzenpapier durchs Papier durch bin. An der Kante des Schädels bin ich jetzt auch ein bisschen dunkler geworden, damit es hier auch schon zu einem leichten 3D-Effekt kommt und vor allem auch den Schatten auf dem Holz, was der Schädel eben wirft, habe ich dann jetzt hier auch nochmal dargestellt. Da bin ich jetzt ziemlich dicht dran gegangen. Genau, und hier geht es dann weiter mit der Augenhöhle, mit der linken Augenhöhle.
Und da gehe ich auch relativ dicht dran, es sei denn, ich will einen Verlauf sprühen, dann natürlich nicht, dann gehe ich ein bisschen weiter weg. Das Video seht ihr in 10-facher Geschwindigkeit. Der Schädel, der war ein bisschen aufwendiger, weil ich da auch viele Details einarbeite. Ihr werdet das auf jeden Fall sehen. Bleibt unbedingt dran, damit ihr keine Details auf jeden Fall verpasst. Und bleibt unbedingt dran, damit ihr auch wisst, was nächste Woche euch erwartet. Ja, jetzt geht es hier mit ein paar Details weiter. Also ich werde hier ein bisschen schon die Wölbung vorgeben. Also hier links hat er auf jeden Fall eine Wölbung oder so eine Einbuchtung. Und hier ein bisschen rechts, da seht ihr dann so ein kleines Loch. Das hat er parallel auf der anderen Seite auch. Und das stelle ich jetzt hier gerade dar. Außerdem scheint die Struktur vom Schädel ein bisschen uneben zu sein. Der hat auch einige Flecken. Die habe ich jetzt auch hier teilweise schon dargestellt und die werde ich jetzt auch ein bisschen einmal ausradieren wieder und dann gleich, damit die Struktur auch gut rauskommt, wieder darstellen, indem ich drüber sprühe. Die Form des Schädels lebt von Licht und Schatten, das heißt hier die Nasenpartie, da gehe ich jetzt mal ein bisschen mehr mit dem weichen Radierer von Faber-Castell drüber und hier auch unter der Nasenhöhle sozusagen, da gehe ich jetzt auch noch mal drüber. Ja, da werde ich jetzt erstmal die Helligkeiten ausradieren. Und anschließend, damit das wieder eine zusammenhängende Fläche gibt, werde ich das mit der Airbrush-Pistole wieder übersprühen. Und je häufiger ich diese Schichten vornehme, desto mehr Tiefenwirkung und Struktur bekommt auch der Schädel. Das erfordert ein bisschen Geduld, weil wenn ich sofort versuche, ziemlich dunkel zu werden an einer Stelle, werde ich natürlich ziemlich nass sprühen. Das will ich natürlich hier vermeiden und mit den unterschiedlichen Strukturen, also würde ich das versuchen sofort auszuarbeiten, ja, dann ist die Gefahr groß, dass ich an gewissen Stellen einfach zu dunkel werde. Und das will ich natürlich hier vermeiden, das soll ja gleichmäßig sein. Nur an den Stellen, die wirklich sehr, sehr dunkel sind, die sollen von vornherein auch ziemlich dunkel sein. Jetzt geht es hier weiter mit den Hörnern. Der hat ja hier so Rillen in den Hörnern, die sprühe ich jetzt relativ dicht am Maluntergrund nach. Und die Rillen links und rechts werde ich dann ein bisschen das dunkler schattieren, damit es auch hier einen 3D-Effekt gibt. Also in der Mitte bleibe ich ein bisschen heller, da radiere ich auch gleich ein bisschen mehr aus. Und rechts und links vom Horn, da lasse ich das relativ dunkel wirken oder sprühen. Der eine oder andere wird sich hier sicherlich fragen, ach, schon wieder ein Schädel? Ja, warum sprühe ich jetzt wieder einen Schädel? Weil das richtig gut angekommen ist bei euch. Also ich gehe davon aus, ihr habt Bock auf noch mehr solchen Content. Und deshalb habe ich mir gedacht, okay, sprühe doch nochmal einen Tierschädel. Und nun habt ihr einen. Aber hinterlasst es mir einfach mal in den Kommentaren, ob das nicht zu viel des Guten war. Hier die einzelnen Flecken, die ich vorher jetzt gesprüht habe, das sind ja so dunkle Punkte, die habe ich jetzt ein bisschen auch ausradiert oder überradiert nochmal. Das mache ich wirklich jetzt überall, fast überall am Schädel. Und hier die Risse bzw. an der Nasenhöhle, die gehe ich jetzt nochmal entlang, damit die auch schön knackig werden. Dafür habe ich jetzt auch schon die kleinere Pistole genommen. Deshalb bearbeite ich das jetzt einmal nochmal, dass es richtig schön scharf wird. Und hier ist es umso wichtiger, ne, 0,23er Düse, dass die Farbe richtig eingestellt ist, dass die Pistole sauber ist und der Kompressordruck eben stimmt. Weil ansonsten sprüht die nicht gut, die Pistole. Und ich könnte gar nicht so dicht am Maluntergrund arbeiten. Bei der kleineren Pistole bzw. mit der 0,23er Düse reinige ich die Pistole auch häufiger zwischen.
Ne? Und auch den Tip Dry, also die Farbansammlung an der Nadelspitze, die entferne ich häufiger, damit ich auch ein feines Spritzergebnis hier habe. Und ich überprüfe auch regelmäßig, ob die Pistole auch noch ordnungsgemäß sprüht. Entweder auf einen Zettel mache ich das oder in einem Küchentuch sprühe ich einmal kurz hin, ob das noch alles so passt, oder ich nutze einfach meinen Handschuh dafür. Je dichter ihr an einem Maluntergrund arbeitet, desto wichtiger ist es, dass eben alles gut eingestellt ist. Ne? Ich kann es gar nicht häufiger betonen, weil ansonsten ist das Sprühen mit der Airbrush-Pistole nah am Maluntergrund nahezu unmöglich und vor allem es macht keinen Spaß. Und da ich Spaß haben möchte, schaue ich umso häufiger lieber nach meiner Pistole, damit es ihr auch gut geht, und dann geht es mir auch beim Sprühen gut und ich fluche nicht. Aber verratet ihr mir doch mal, wie häufig ihr ansonsten in einem Projekt flucht. Von 1 bis 10. 1 gar nicht, 10, oh mein Gott, das wollt ihr nicht wissen. Wie ihr sehen könnt, jetzt habe ich auch mal die Farbe gewechselt. Also ich bin jetzt zu dem Schminke-Schwarz rübergegangen, damit ich das noch ein bisschen alles dunkler machen kann. Ne, aber auch da mit Vorsicht ist das Ganze zu genießen. Also ich habe das Schwarz auch schon relativ stark verdünnt, viel Wasser genommen. Ich meine, ein Tropfen Wasser auf... andersrum, 1 Tropfen Farbe auf 5 Tropfen Wasser, so ungefähr. Wenn die Farbe dann für euch zu dünn sein sollte, dann könnt ihr auch noch Haftungsvermittler reinpacken, also Medium, Aerogrund, sowas in der Richtung. Dann wird die Farbe wieder ein bisschen dickflüssiger und ihr könnt wieder einwandfrei sprühen und die verläuft euch nicht auf dem Maluntergrund. Ja, mit der Micron kann ich sehr, sehr dicht am Maluntergrund arbeiten, weil die kann ja wirklich sehr, sehr fein sprühen und die ist wirklich mega toll. Ich vergesse das immer, weil ich die gar nicht so häufig nutze, die Airbrush-Pistole, sondern wirklich, wenn es um viele Feinheiten geht. Ansonsten nutze ich meistens meine Torrigon. Die darf mir nur nie kaputt gehen. Die ist ja bei meinem Händler ausverkauft. Die bekommen die leider auch nicht mehr rein, und auch nicht die Ersatzteile. Und woanders habe ich mal geschaut, da war sie mir einfach zu teuer. Apropos Materialien, wie immer verlinke ich euch alle Materialien in der Infobeschreibung. Es handelt sich dabei um Affiliate-Links, also wenn ihr darüber bestellt, bekomme ich wie immer eine kleine Provision. Vielen Dank dafür an diejenigen, die das auch bereits gemacht haben. Wenn ihr darüber bestellt, berücksichtigt bitte, ihr habt dadurch auch keinerlei finanziellen Nachteil. Ich freue mich nur darüber, wenn ihr darüber bestellt und sagt Yippie! Jetzt geht es weiter mit der Radier-Session und wie versprochen, jetzt kommen die ganzen kleinen Details, also die Punkte, die arbeite ich hier ein. Dann auch die Helligkeiten, die arbeite ich hier ein. Die ganzen kleinen Risse, die habe ich ja schon eingearbeitet hier zum Teil. Und die Struktur an dem Wangenknochen jeweils, die habe ich jetzt hier eingearbeitet. Das übersprühe ich dann gleich auch nochmal alles, ja, damit das wieder auch eine zusammenhängende Struktur gibt und dass das nicht so einzeln dann ausradiert dargestellt wird. Gesprochen. Weiter geht es hier mit der Airbrush-Pistole. Oben rechts soll wieder eine Blüte hin bei dem Schädel, beziehungsweise 2 Blüten, die ich da hingezaubert habe. Und deshalb arbeite ich jetzt hier erstmal den Schatten aus, beziehungsweise leicht die Konturen, die gebe ich vor. Und hier oben ist noch das andere Horn, das sprühe ich jetzt hier auch nochmal. Ihr seht das jetzt hier gerade. Und das ist genau wie auf der anderen Seite das Horn. In der Mitte, die Rillen, die sprühe ich jetzt erstmal dunkler, lasse in der Mitte einen hellen Streifen. Links und rechts vom Horn wird es dunkler und auch diesmal unten vom Horn, beziehungsweise, ja, ihr müsst das jetzt falsch rum betrachten sozusagen.
Auf jeden Fall werde ich dunkler. Dementsprechend, ihr seht das jetzt hier, in der Mitte radiere ich das Ganze aus, damit es zu einem 3D-Effekt kommt. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt, ne? Gleich kommt ja die Auflösung, was ich nächste Woche dann sprühen werde. Und ich bin mal gespannt, wie euch das gefallen wird. Also bleibt unbedingt dran, damit ihr das nicht verpasst. Und kommentiert das auch mal, wie es euch gefällt. Ich hoffe, es kommt gut an. Ja, damit die Struktur auch weiter ausgearbeitet wird hier vom Horn, beziehungsweise das auch ein bisschen rauer wirkt, radiere ich das jetzt hier mit dem Faber-Castell-Stift auch wieder aus. Ich nehme auch bewusst hier einen weichen Radierer, ne, damit der Karton nicht zu sehr in Mitleidenschaft gezogen wird. Und hier bei der Blüte, da werde ich jetzt auch gleich noch mal ein bisschen was ausradieren, weil da ist jetzt ein bisschen viel Sprühnebel hingekommen, damit die jetzt nicht später auch so schmuddelig wird, wenn ich die mit Farbe einkoloriere. Ja, vorhin habe ich ja die Hörner hier mit der Torikon vorgelegt. Jetzt gehe ich nochmal mit der Mikron drüber, weil ich da einfach mit viel feiner sprühen kann. Auch hier einmal die Risse am Horn, wo das abgebrochen ist, die gehe ich jetzt auch nochmal mit der Mikron drüber, damit es einfach aussieht, als wäre das richtig gebrochen, ne, und dass da die Risse eben schön entstehen. Beim Schatten gehe ich jetzt auch ein bisschen weiter weg wieder zum Maluntergrund. Also ich lege jetzt immer den Schatten der Blüte an, beziehungsweise einmal die Konturen, damit ich weiß, wo ich gleich denn die Sprüh, beziehungsweise die Blüte sprühen möchte. Ja, und hier geht es weiter mit dem Horn. Ihr kennt mich ja, ne? Ich springe ja jetzt wieder wild durchs Bild. Wenn ich hier so wild durchs Bild sprühe, ich hoffe, ihr werdet nicht seekrank, so wie ich manchmal, ne? Also Kameraführung, sage ich mal hier. Hier seht ihr mal gut, dass das schon schön wirkt. Also das Tierschädel, genau. Der Tierschädel hier auf den Holzstruktur, beziehungsweise auf der Holzstruktur auf dem Hintergrund wirkt ganz gut. Das kommt schon 3D-mäßig rüber, finde ich. Und die einzelnen Furchen jetzt hier von dem Holz, die werde ich jetzt auch mit der Mikron einmal sprühen. Ja, überall da, wo es denn dunkler scheint, da gehe ich jetzt einfach mal nochmal drüber. Das seht ihr jetzt hier schön, damit die Holzstruktur auch noch naturalistischer aussieht. Hierfür habe ich das Graugemisch wieder genutzt, also 3 Rot-Orange und ein Ultramarin mit 6 Wasser. Das finde ich, das passt ganz gut hier, um die Dunkelheiten auszuarbeiten. Jetzt geht es zur Blüte. In der Mitte habe ich ein Indisch Gelb verwendet. Das ja, ist nicht so quietschig wie das Basic Gelb, deshalb habe ich das Indisch Gelb genutzt. Und jetzt nehme ich ein Gemisch aus Magenta und Indisch Gelb. Das wirkt dann so rötlich-orange ein bisschen. Und später werde ich dann einmal mit Magenta nur drüber sprühen. Hier ist es ganz wichtig, dass ich mit der Blütenform eben gehe, also mit der Sprühpistole ein bisschen dichter dran gehe, dass so die einzelnen Strukturen von der Blüte wiedergegeben wird. Und gleich, um die Struktur noch weiter auszuarbeiten, werde ich das gleich mit einem weichen Radierer noch ausarbeiten. Vorher war mir wichtig, dass ich den Farbnebel, also den grauen Farbnebel entferne, damit die Blüte auch schön knallig wirkt. Leider ist mir das nicht ganz gelungen, also am besten wäre hier eigentlich abkleben. Das wollte ich jetzt nicht, also ich wollte mir die Arbeit nicht machen. Ist aber eigentlich die beste Variante sozusagen, damit man nicht so viel Sprühnebel hat auf der Blüte. Oder was man auch machen kann, man kann die lose Schablone als feste Schablone machen, eben auf einer Magnettafel. Das hätte ich auch machen können. Ja, im Endeffekt, nachher wird man immer klüger, ne? Aber ich finde es trotzdem ganz gut geworden.
Ab und an drehe ich das Bild immer zur Sprührichtung. Ich mache es mir da einfacher, damit ich auch ordentlich sprühen kann. Auch bei der Blüte arbeite ich mit vielen Schichten. Also das heißt, ich radiere das immer wieder aus und dann kommt wieder nochmal neue Farbe drüber, dann radiere ich wieder aus und so weiter. Dann gibt es auch wieder diese Tiefenwirkung. Und wichtig ist mir bei der Blüte, dass die auch ziemlich knallig wird. Also das heißt, am Schluss kommt da auch nochmal viel Farbe drüber. Aber ich werde tatsächlich auch nochmal mit ein bisschen Schwarz arbeiten, weil da auch noch ein paar Blütenstängel bzw. Pollenstängel sind und die ziemlich dunkel gehalten sind. Ich finde, dass die Struktur der Blüte schon ganz gut zur Geltung kommt. Das reicht mir allerdings noch nicht, also ich gehe gleich da auch nochmal mit dem Radierer drüber. Ja, seht ihr jetzt. Und gleich werde ich auch noch ein bisschen dunklere Farbe nutzen. Ja, und hier gehe ich dann mit der dunkleren Farbe auf jeden Fall sehr, sehr dicht zum Maluntergrund dran, weil ich möchte nicht, dass der Sprühnebel überall hinkommt, weil dann wirkt die Farbe, also die knallige Farbe, ziemlich schmuddelig und das will ich natürlich vermeiden. Wenn euch das Video bis jetzt gefallen hat, ja, und ihr seid Airbrusher oder wollt Airbrusher werden und habt Bock darauf auf die Technik, dann abonniert auf jeden Fall den Kanal, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Ich würde mich auf jeden Fall freuen und ich sag mal, bis gleich. Jetzt geht es weiter mit der Blütenstruktur. Jetzt überarbeite ich das jetzt nochmal mit der Airbrush-Pistole. Ich nutze nach wie vor die Micron, also die mit 0,23er Düse, damit ich sehr, sehr dicht auch an den Maluntergrund dran gehen kann. Und ich achte darauf, dass ich möglichst wenig Sprühnebel hier produziere. Das ist allerdings noch die Farbe Magenta, jetzt mittlerweile auch pur, was ich verwende, also ohne indisch Gelb. Deshalb wirkt das noch knalliger. Auch hier gehe ich weiter mit der Struktur der Blüte, also immer nicht gegen den Strich arbeiten, sondern mit dem Strich der Form. Und dann sieht das auch ziemlich naturalistisch aus. Hier zum Inneren, also zum indisch-gelb-Inneren sozusagen, arbeite ich mit Linien, die dorthin auslaufen, also sprich, die lasse ich da einfach zur Mitte hin verjüngen. Genau, und hier, je mehr Schichten ich jetzt hier auch verwende, desto knalliger wird auch die Farbe. Ja, jetzt wechsle ich nochmal die Position des Bildes, damit ich mir das wieder einfacher mache und ich besser sprühen kann. Ja, für die Details der Blüte lasse ich mir auch viel Zeit, also wirklich mit mehreren Schichten, dass ich auch hier nicht zu feucht bzw. zu nass sprühe, das wäre blöd. Die Blüten, die im Hintergrund sind, die werde ich gleich auch noch dunkler sprühen, also da gehe ich auch viel häufiger mit der Farbe nochmal drüber, ja, also damit die Farbe auch direkt dunkler wird. Ja, und jetzt geht es wieder weiter mit dem Radieren. Ich nutze immer hier den Faber-Castell auf jeden Fall, also den weichen Radierstift von Faber-Castell mit der rosafarbenen Seite. Ja, und damit das jetzt wieder eine zusammenhängende Struktur wird und zur Blüteninneren, das ist ja dunkler, nutze ich jetzt ein Gemisch von Magenta und ein bisschen Schwarz, aber wirklich nur eine Pinselspitze Schwarz habe ich da drin, damit das nicht zu dunkel wird, weil es soll ja nicht schmuddelig wirken. Und da gehe ich auch dichter dran, wie vorhin erwähnt, damit es nicht. Auch hier gehe ich auf jeden Fall mit der Blütenform. Ja, hier seht ihr das nochmal im Vordergrund. Später arbeite ich auch noch den Schatten und der Blüte aus. Ja, weil da ist jetzt auch natürlich ein bisschen Sprühnebel drunter gelaufen, beziehungsweise übersprüht worden. Ach ja, und jetzt kommen hier diese Pollenstängel.
hier nutze ich jetzt ein pures Schwarz, zwar verdünnt, also auf einen Tropfen Schwarz habe ich 3 Tropfen Wasser verwendet. Wir haben jetzt nur noch ein paar Minuten, dann ist auch das Video hier schon vorbei. Ging mal wieder schnell mit euch hier, Mensch. Also ist sehr kurzweilig mit euch hier. Ich hoffe mit mir auch. Und wie versprochen, jetzt gibt es die Auflösung, was ich nächste Woche oder für nächste Woche geplant habe. Und da werde ich tatsächlich mal einen Chromhelm sprühen. Lasst mir mal die Kommentare oder lasst mir mal wieder einen Kommentar, wie ihr das denn findet. Ich hoffe, das kommt genauso gut an wie hier der Schädel. Ja, dann genießt jetzt noch die paar Minuten, bleibt unbedingt dran. Also wenn ihr jetzt noch Bock habt auf die Airbrush-Technik, dann schaut euch unbedingt die coolen Tierporträts an. Ich sag mal, bis gleich und viel Spaß noch. Ciao!